habe zum ersten Mal gesprayt. Es hat mir viel Spaß gemacht. Da kann man viel malen, viel erfahren und viele Freude haben. Und dazu kann man dort viele Freunde finden. Mein Name ist Brigitte. Ich leite dieses Projekt If I Can't Spray It's Not My Revolution, wo es darum geht, dass wir inhaltliche und praktische Workshops mit Mädchen und jungen Frauen in 3 Jugendzentren an 3 Standorten in Österreich durchführen. Die Vereinten Nationen haben also einige Ziele formuliert, die global angestrebt sind. Es geht eben auch darum, dass unabhängig von der Geschlechtszugehörigkeit man ein gutes Leben führen kann, ein gutes und sicheres Leben. Und an dem Punkt setzt eben das Projekt maßgeblich ein. Man muss einfach nur die Gerechtigkeit dafür empfinden können. Wir hatten einerseits inhaltliche Workshops, wo sich die Mädchen mit eben Begriffen wie Demokratie auseinandersetzen sollten. In dem zweiten inhaltlichen Workshop ging es dann konkret eben um Gewalt gegen Mädchen und Frauen, vor allem mit diesem Fokus auf häusliche Gewalt, Gewalt in Beziehungen, auch darüber zu sensibilisieren, was sind meine eigenen Grenzen und dass mir die halt auch zustehen und dass es in Ordnung ist, dass ich selbst über meinen Körper bestimme und nicht jemand anders. Jedes Geschlecht hat was Schönes an sich, genauso wie jeder Mensch. Und es gibt ja auch immer so, ja, Mädchen sind stärker, Jungs sind stärker, aber obwohl eigentlich alle gleich stark sind, in meinen Augen. Das heißt, Projekte wie dieses sind eine Möglichkeit, mit Mädchen und jungen Frauen über dieses Thema zu sprechen und sie zu bestärken. Ich finde es halt nur schön, dass ich zumindest hier halt mich frei bewegen kann. Die zweite große Ebene war dann eben mittels Kunst den Mädchen auch nochmal die Möglichkeit zu geben, wirklich dieses Empowerment zu erfahren. Unschlagbar für mich, wenn du mit einem zweiten Mensch bist, dann bist du schon unschlagbar. Zusammen kann man mehr erreichen, als man es alleine machen kann. Das Besondere an Graffiti für mich ist, dass ich politische Inhalte in den öffentlichen Raum tragen kann, ohne aber selbst gesehen zu werden. Das Spruch von "Zusammen sind wir unschlagbar" war auch sehr toll, weil man soll ja immer miteinander sein und immer gegenseitig helfen. Eines der schönsten Dinge an dem Projekt war dieser Moment, wenn man halt sieht, wie stolz die Mädchen auch darauf sind, was sie gemacht haben und wie sie eben sich diesen Raum auch irgendwie genommen haben, der ihnen normalerweise nicht zugestanden wird. Keine Ahnung, ich mag den Geruch und ich mag so, wenn diese bunten Farben und diese Kreativität, die man dann auslebt damit. So diese Art, dieses eigene Style von Graffiti ist irgendwie schon interessant. Die Workshops waren eben auch ausschließlich für Mädchen und junge Frauen offen. Einerseits natürlich, weil Gewalt ein sehr sensibles Thema ist und andererseits vor allem auch, wenn wir über Graffiti reden, als sehr nach wie vor männlich dominierte Szene, dass auch hier halt nur Frauen diese Workshops zusammen mit den Mädchen durchgeführt haben, also auch im Sinne einer Vorbildsfunktion. Es geht eben darum, dass die Mädchen, die am Projekt teilnehmen, einerseits einen Wissenserwerb haben, was ist Gewalt gegen Mädchen, was ist Gewalt gegen Frauen, wie ist das auch nochmal mit einer globalen Perspektive verknüpft, wie unterscheidet sich das also auch danach, wo man geboren ist, wo man lebt. Andererseits auch die Frage, wie kann man dagegen vorgehen, was kann man da tun, wo kann man sich Hilfe und Unterstützung holen und dann natürlich auch der praktische Teil, was macht man jetzt mit diesem Wissen, wie kann ich mich sicher im Netz bewegen, wie kann ich meine Inhalte präsentieren. Also jeder sollte in meinen Augen auch gleich behandelt werden, in jeder Situation. Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechtergleichheit geht uns alle an und dieses Projekt ist ein Beitrag dazu, diese Geschlechtergleichheit und Gerechtigkeit in Angriff zu nehmen, umzusetzen, zu erreichen. Ich würde mir wünschen auch irgendwie, dass
Leute endlich jetzt aufstehen und einfach sagen, dann mache ich jetzt weiter. Ich mache jetzt weiter.